Gerne zeige ich Ihnen, wie wir Schubladen machen für diese vorgefertigte Kiste hier. Genau in diesem Format. Wir machen 8 Stück und alle werden wir herstellen aus gebrauchten Weinkisten. Wie das geht, zeige ich Ihnen jetzt. So, beim nächsten Schritt brauchen wir zu wissen, wie hoch dieses Schubladenteil sein muss. Wenn ich das jetzt hier ausmesse, dann komme ich auf 9,3 und gebe 1 mm Spiel dazu. Das wären also 9,2. Jetzt habe ich hier verschiedene Formate von alten Weinkisten und jetzt geht es darum, dass ich eine schöne Zeichnung mit einer Breite von 9,2 herausschneide. Das könnte zum Beispiel hier sein oder bei diesem hier könnten wir das so schneiden, dann hätten wir quasi dieses Bild hier. Oder Casa Isenda könnten wir auch das Ganze so in die Mitte einmieten. Jetzt fangen wir doch mal mit dem Casa Isenda an. Dann weiß ich, hier müsste ich ungefähr 4 cm oben wegnehmen und dann auf 9,2 zuschneiden. Das machen wir jetzt. Also, zuerst nehmen wir ungefähr 3,8 weg. Stelle ich das hier mal ein. 3,8. Jetzt stellen wir auf 9,2 ein. So. 9,2, das wäre hier. Und das wären dann so, jetzt haben wir das also zugeschnitten. Die Höhe sollte jetzt eigentlich gut da hineinpassen. Und zwar sollte das auf die ganze Länge und Breite gut schiebbar sein. Es ist fast ein bisschen zu eng. Ich würde jetzt noch einen halben Millimeter nehmen wir noch weg. So, jetzt habe ich also 2 zugesägt, genau mit der Breite, die der Höhe vom Kästchen entspricht. Und jetzt schneide ich aus diesem Holz noch hier gleich hoch zugeschnittene Blätter. Das ist die Front, das ist die Rückseite und das sind die Seiten. Jetzt haben wir also für jedes Fach hier haben wir das Holz zugeschnitten in der Höhe und zwar jeweils aus 2 Seitenwänden. Das habe ich aus Buchensperrholz und dann je eine Frontseite und auch eine Rückseite aus gebrauchten Weinkisten. Das habe ich jetzt da 8 Mal repetiert. Wir haben jetzt also für jedes Fach das Holz für die genau die richtige Höhe. Das wir dann Schublade muss ja so hineingehen. Also das sollte spielfrei auf und zu oder hinein und herausgezogen werden können. Jetzt kommt der nächste Schritt, nachdem wir also die Seiten
von der Schublade zugeschnitten haben, geht es nun darum, die Frontplatte auf die Breite des Faches zuzuschneiden. Also das heißt, ideal wäre natürlich auch, dass die Zeichnung eingenietet ist. Und in der Mitte machen wir dann ein 20 mm großes Loch, damit wir die Schublade hinaus und hereinziehen können. Jetzt richten wir den Frästisch ein. So. Jetzt ist es wichtig, wir müssen jetzt eine Kante herausschneiden mit der Fräsmaschine, sodass nachher diese Seitenwände genau bündig sind. Ich habe das schon mal eingestellt. Jetzt genau so weit nach hinten geschoben, dass es stimmen sollte. So, wir schneiden jetzt auf beiden Seiten die Kanten und dann unten auch noch. Jetzt sieht man, dass das muss sehr bündig sein. Und hier ebenfalls. So. Jetzt habe ich auf 15,5 eingestellt. Dann müsste das hier passen. Passt. Ganz genau. Jetzt habe ich hier schon mal die Mitte ermittelt. Die Mitte ermitteln wir einfach mit dem Maßstab, Ecke zu Ecke, Kreuzung ist die Mitte. Und dann bohren wir das aus. Jawohl, langsam. So. Das ist dann für den Finger, kann ich die Schublade
Was wir jetzt noch machen, ist auf den Seitenbretter schneide ich noch 2 Nuten hinein, damit wir hier Seitenseparatoren reinmachen können nachher. Das mache ich mit der Fräse, zeige das, wie das geht. Und jetzt habe ich hier vorbereitet Spannholz. Wie geht das? Wichtig ist, 2 Stücke müssen ein bisschen kürzer sein als die Länge der Schachtel. Das heißt, man sieht das hier, ist leicht kürzer als die Länge der Schachtel. 2 von diesen, ich habe die hier verstärkt, damit wir richtig Druck geben können. Und dann, das sind die 2 Frontplatten, die drücken wir gegen die Front. Ich hoffe, dass man das alles gut sehen kann. Also, jetzt geht das los. Und zwar beginnen wir mit dem Leimen. Wir leimen jetzt mal diese 2 Frontplatten, und zwar hier, wo wir die Naht eingenutet haben. Leimen wir entlang. So, einmal. Dasselbe machen wir auf der Rückseite. Einmal. Ich nehme dann immer nicht wasserlöslichen Holzleim. So, jetzt haben wir das da. Und jetzt brauche ich noch diese Seite. Diese Seite muss ich noch leimen. Das ist ja der Boden. Hoppla. Ja. Das ist der beste Leim, den ich je Weißleim, der hält sehr gut und ist auch enorm einfach zum Verarbeiten. So, streichen wir das ein bisschen. Jetzt haben wir alles geleimt, jetzt setzen wir das Ganze zusammen. Ich lege jetzt mal hier hin. Ja, jetzt kommt das so. 1, 2, 3, 4 und jetzt kommt der Boden da, der kommt da hinein und da hinein. So, Ficke und dann die Seitenwände. So, jetzt haben wir das wunderschön. Wichtig ist jetzt auf einem flachen Element. Jetzt kommen diese verstärkten Seitenwände. Vorteilhaft aus Plastik, damit das nicht beginnt zu kleben. Dann kommt diese Seitenwand hier. So. Und dann diese und diese. So, jetzt beginnen wir an zu drücken.
So, jetzt werden wir das wieder auseinanderschrauben, dann sehen, wie das Resultat aussieht. Ob das passt? Passt ganz genau. Und dann kann man das auswählen, entweder nimmt man das als Front oder man nimmt diese Seite als Front. Dann wird das Bild jeweils gewechselt.